Also wir sind jetzt da mitten in der Höhle und ich leuchte mir da gerade voll ins Gesicht und sehe den Weg nach vorne nehmen, darum halten wir das kurz. Ziemlich geiles Highlight von dieser Levada. Mehrere hundert Meter langer Gang und ja, die Taschenlampe reicht gerade aus. So, wir sind jetzt bei einer weiteren bekannten Levada-Wanderung angekommen, nämlich zur Caldeiro Verde. Man sieht im Hintergrund schon, wie die ganze Insel relativ grün ist, aber was sieht man noch, Laura? 100.000 Autos, es ist ein riesengroßer Parkplatz. Wir haben gerade halt nur einen Platz gekriegt und der ist auch ein bisschen originell ausgewählt. Der Parkplatz kostet etwas, wir wissen noch nicht ganz genau wie viel, aber wir werden jetzt nur bezahlen gehen und das natürlich auch einblenden. Die Wanderung ist etwas länger, oder? Insgesamt sind 17 Kilometer gestanden, das glauben wir aber nicht. Wir müssen sowieso denselben Weg wieder zurück, das heißt, wir werden es uns einmal anschauen, aber ihr seht es wie immer am Ende des Tourenprofils. Also ich glaube, das ist schon mal die Levada, der wir die nächsten Kilometer direkt folgen werden. Mal schauen, wo sie uns hinführt. Ja, wir können es immer hinschauen. So Leute, wie gefällt es euch bis jetzt? Sehr gut, aber es ist sehr gleich alles. Also ich war bereit für ein neues Terrain. Also, im Vergleich zur ersten Wanderung ist der Levada-Weg etwas breiter. Das Terrain ist ein bisschen rutschiger und alles ist insgesamt ein bisschen grüner. Ja, schön ist. Schön ist schon. Schon schön. Schon schön. Wir schauen mal, was noch kommt. So, jetzt haben wir noch ein weiteres Highlight gefunden. Was ist das? Eine Höhle. Die ist richtig dunkel. Und alle haben Stirnlampen auf, nur wir haben keine dabei. Das heißt, was müssen wir machen? Handy. Aber Laura, ist das Highlight? Das ist das Highlight. Wollen die Link gleich oben ihren Duckt? Ja, irgendwie. Also wir sind jetzt da mitten in der Höhle und ich leuchte mir da gerade voll ins Gesicht und sehe den Weg nach vorne nehmen, darum halten wir das kurz.
ziemlich geiles Highlight von dieser Levada. Mehrere hundert Meter langer Gang und ja, die Taschenlampe reicht gerade aus. Achtung. So, jetzt haben wir da aufgemessen. Wo ist denn aus? Und wie war's? Also irgendwie etwas gruselig, Stirnlampe oder Taschenlampe auf jeden Fall notwendig, aber dann kein Problem. Wenn die Lampe wieder alleine und jetzt umwarten. So, Tunnel Nummer 2. Ich sehe gar nichts. Okay. So, die Levada ist da neben mir und ja, es ist sehr nass herinnen. Oh, der Slide. So, wir haben jetzt sehr viele Leute passiert. Das ist das Problem, wenn man auf dem engen Weg da Hin- und Rückweg teilen muss. Das ist immer eine Passage, wo weniger los ist, darum kann man ein, zwei Worte sagen. Wir haben jetzt mehrere Tunnel passiert, der Weg ist schmäler geworden, er ist immer noch rutschig, aber wir sind bald am Ziel. Das ist so gut. So Kinder, wie gefällt es euch bis jetzt? Sushi. Die Aussicht da ist ein Traum. Und wir sind bald dort. Das ist gut, weil der Andi hat schon Hunger. Und dann gibt es erstmal Brotzeit. Jausen heißt das. Wow! Es ist so schön. Wahnsinn. So, wir sind jetzt definitiv beim coolsten Teil der Wanderung angekommen. Wenn man da jetzt ausschaut, man sieht die grünen Bergflanken und es geht extrem weit runter. Wir blenden auch ein paar Drohnenaufnahmen vom Andi ein. Diesmal gingen die Credits an den Andi. Ja Leute, was sagt ihr? Unglaublich. Wahnsinn! Jetzt waren wir ganz so anders auf einmal. Cool. Was geben wir der Levada für Bewertung? 1,9%. Und wir sind noch nicht am Ziel. Das stimmt. Also wir sind am Ende unserer Levada-Wanderung angekommen, aber ein Highlight wartet jetzt noch. Weil es geht jetzt noch ein bisschen die Treppen rauf. Laut dem Schild 100 Meter. Ja, aber das ist bis jetzt auf jeden Fall schon die schönste Wanderung, die wir auf Madeira gemacht haben. Wir haben zwar erst eine richtige gemacht, aber das ist die schönste. Wirklich krass, wir haben so viel gesehen. Wahnsinn. Wir sind jetzt noch gespannt auf den Wasserfall, aber es war es jetzt schon so wert. Jetzt schauen wir uns jetzt an. So, wir sind jetzt am Ende unserer Wanderung angekommen und da haben wir schon allerlei Sachen gesehen. Und zwar gibt es da einen riesengroßen Wasserfall, der fällt da sicher 100 Meter runter. Es ist zwar nicht so viel Wasser, aber trotzdem ziemlich cool.
Manche Leute gehen auch da baden, ist jedoch ziemlich kalt, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Ja, was wir nur so gesehen haben, Kurioses, eine ist da gerade nackert baden gegangen, der war alles wurscht. Hinter uns hat eine Zähne putzt, da ist ein Baby gewickelt worden. Also wer kurioseste Sachen sehen möchte, sollte auch die Wanderung gehen. Genau. Ja, genau. Wir gehen jetzt wieder die 6 Kilometer zurück denselben Weg. Es gibt zwar ein paar andere Abzweigungen, die man nehmen könnte, wollen wir heute jedoch nicht. Aber ich glaube, Fazit von der Wanderung, sie ist ziemlich geil. Und während wir jetzt dem Rückweg folgen, Könnt ihr uns folgen? also abonnieren, damit ihr nichts verpasst in Zukunft.